Eingang zum Restaurant der gesunkenen Estonia. In 80 Meter Tiefe auf dem Grund der Ostsee. Bilder, die erst jetzt freigegeben wurden. Frage von oben an den Taucher. Wo bist du gerade? Die à la carte Seite ist doch Steuerbord. Gegenüber, das müsste jetzt Kabine 1079 sein. Keiner drin, sieht aus wie eine andere leere Kabine. Bilder aus dem stählernen Sarg, in dem über 700 Leichen liegen. Keiner hätte ertrinken müssen und trotzdem war ihr Tod zwangsläufig. In der Ostsee der Abendsonne entgegen. Tallinn, Stockholm. Wir sind auf der Route, auf der die Estonia am 28. September unterging. Jetzt fährt auf dieser Strecke die Mare Balticum, das baugleiche Schwesterschiff. Früher hieß sie Diana II. Kapitän à la Casque hatte schon auf der Estonia Dienst getan. 3 Tage vor der Katastrophe wurde er abgezogen. Schicksal. Die Bar. Alles wie damals auf der Estonia. Die Musik macht eine 4-Mann-Kombo mit dem Allerweltsnamen Troubadours. Auch die hatte vorher auf der Estonia zum Tanz gespielt. Im wöchentlichen Wechsel mit einer anderen Gruppe. Als die Estonia in den Untergang fuhr, hatten die Troubadours frei. Genau seit einem Tag. Das Autodeck, das bei der Estonia im Sturm voll Wasser geschlagen war. Ganz vorne treffen wir einen Bootsmann, der sich damals retten konnte. Ich war auf meinem Rundgang und kam hier vorne etwa 0:45 Uhr an. Da bäumte sich die Estonia zweimal auf. Und ich hörte einen gewaltigen Schlag direkt hinter der hochgeklappten Autorampe. Das müsst ihr kontrollieren, gab ich über Walkie-Talkie zur Kommandobrücke durch. Man sagte mir, ich sollte die Kontrolllampen hier unten prüfen. Dann ging ich nach oben, da haben die dann auch gemerkt, dass etwas schlägt. Sie sagten, ich solle noch mal runtergehen, aber das habe ich dann nicht mehr geschafft. Da kamen mir die Menschen schon in Panik entgegen. Eine halbe Stunde später fing das Fährschiff Silja Europa in der stürmischen Ostsee den Notruf der Estonia auf. Europa, Estonia. Silja Europa, Estonia. Estonia, this is Silja Europe, replying on channel 60. Silja Europa. Estonia, Estonia. Mayday, Mayday. Silja Europa, Estonia. Estonia, Silja Europa, are you calling Mayday? Estonia, what's going on? Can you reply? This is Estonia. Kuka se on siellä? Silja Europa, Estonia. Yes, Estonia, this is Silja Europa. Hyvää huomenta, puhutko sä suomea? Joo, puhun suomea. Joo, meillä on nyt tässä ongelma. On paha kallistuma oikealle puolelle. Uskon, että oli 30 astetta. Voisitko sä tulla apuun ja pyytää myös Viking Linein apun? Joo, Viking Line on tässä perässä ja meni varmaan tietoa. Voitko antaa sun position? Bilder vom Morgen nach der Katastrophe. Opfer
für die in der eiskalten Ostsee jede Rettung zu spät kam. 80 Kilometer vor der finnischen Südküste war die Estonia in stürmischer See gesunken. Das Bugvisier war von den 5 Meter hohen Wellen weggerissen worden. 852 Menschen ertranken oder erfroren. Fast 8 Monate sind seitdem vergangen, bis heute wurde kein Schuldiger benannt. Wir haben uns auf die Suche nach den Verantwortlichen gemacht. Unsere erste Station Stockholm. Die internationale Kommission, die die schlimmste Nachkriegskatastrophe in der Ostsee untersuchen soll, legt ihren Bericht vor. Nur technische Binsenweisheiten. Schlösser und Scharniere beim aufklappbaren Bugvisier der Estonia seien für die stürmische See zu schwach gewesen. Unsere Frage, wer war schuld am Untergang? Wir stellen nicht die Frage nach der Verantwortung. Wir sortieren die Fakten und rekonstruieren, wie das Ganze passierte. Wir befassen uns nicht mit der Frage, wer Verantwortung trägt. Daran denken wir nicht mal. Odd Lundqvist hat zugehört. Er hatte seine Tochter auf der Estonia verloren. Ich finde nicht, dass die Kommission ein zufriedenstellendes Ergebnis vorgelegt hat. Die Experten sagen doch eigentlich gar nichts. Es sind ja noch so viele Fragen unbeantwortet. Ich verstehe das einfach nicht. Ich verstehe nicht, wie man Tausende von Menschen auf dem Meer transportieren kann, ohne dass jemand wirklich verantwortlich ist. Örjan Nolin hat seine Frau verloren. Ja, ich fühle mich völlig machtlos. Ich habe den Eindruck, dass nur das Geld regiert. Reise dorthin, wo alles angefangen hatte. Die Meyer-Werft im niedersächsischen Papenburg. Hier war die Estonia 1980 gebaut worden. Das größte überdachte Baudock der Welt, 2000 Beschäftigte. Vor kurzem das Traumschiff Oriana, schon liegen 2 neue, noch gewaltigere Schiffe auf Kiel. Riesenschiffe aus Papenburg, das hat Tradition, in den Archiven belegt. Vor 15 Jahren die Estonia auf der Schleppfahrt von der Werft durch die Ems ins Meer. Sie hieß Viking Sally und war, typisch Meyer, damals eine der größten Jumbo-Fähren in der Ostsee, gebaut für eine finnische Reederei. Kurz vorher, auch in Papenburg, der Stapellauf des schwedischen Schwesterschiffes Diana II, heute die Mare Balticum. Originalton von Seniorchef Josef Meyer damals: Dieses Schiff ist nun weit größer, also mehr als doppelt so groß im umbauten Raum als die Vorgänger und auch schneller. Es ist nicht nur für die Werft, sondern auch für die Reederei ein Sprung in eine neue Schiffsgeneration. Die beiden baugleichen Schiffe der Meyer-Werft hatten dieselben schlimmen konstruktiven Mängel und Probleme. Das wurde erst nach dem Untergang der Estonia bekannt. Schon vor Jahren wäre in der Ostsee fast die für eine schwedische Reederei gebaute Diana II gesunken. Und zwar exakt wegen derselben Mängel, die dann später der Estonia zum Verhängnis geworden sind. Das war eine deutliche Warnung, aber die wurde damals nicht beachtet. Wir erinnern uns, am 14. Januar 1993 kenterte vor Rügen die polnische Fähre Jan Heweliusz, 55 Tote. Und in diesem Sturm geriet auch die Diana II in höchste Not. Ein Betrieb im Hafen von Trelleborg, spezialisiert auf komplizierte Schweißarbeiten. Von diesen Männern wurde die Diana damals repariert. Hier fragten wir jetzt nach, was wirklich los gewesen war. Schlösser und Scharniere beim Bugvisier waren so schwach, dass die Schiffsspitze fast abgerissen wäre. Die Diana hatte den Hafen nur mit letzter Not erreicht. Man gab uns den Reparaturbericht und der war eindeutig. Steuerbordschloss des Bugvisiers völlig abgerissen. Risse im Verschlusssystem Backbord. Atlantikschloss in der Bugspitze verzogen. Risse an den Scharnieren des Bugvisiers. Fernsehvorführung bei einem gebrochenen Mann.
Er war damals auf der Diana II Kapitän. Immer wieder sieht sich der Schwede Thorsten Söder auf Video einen Bericht an, der eine Woche nach dem Untergang der Estonia im schwedischen Fernsehen gelaufen war. Åke Sjöblom. And what did he say? I Said he can't remember anything. Öffentlich war Söder damals vorgeworfen worden, er habe die beinahe Katastrophe der Diana verschwiegen. Deshalb habe er die 850 Toten des Schwesterschiffes Estonia auf dem Gewissen. So this was you. This is a photo of you. Yes. Where did they get it from? From the Kapitän Söder fährt nicht mehr zur See und seine Kinder wurden nach diesem Fernsehbericht über ihren Vater in der Schule beleidigt. 2 or 3 times. Jag kontaktade Ich rief vom Hafen in Trelleborg aus insgesamt 3-mal das schwedische Seefahrtsamt in Malmö an. Ich drängte, sie sollten unbedingt an Bord kommen und sich den Schaden an den Schlössern und Scharnieren des Bugvisiers ansehen. Immer wieder erhielt ich die Antwort, sie hätten keine Zeit. Dann ließ ich den Schaden reparieren. Ich habe also alles getan, was man tun konnte. Erst 3 Wochen später kam dann jemand vom Seefahrtsamt an Bord, um sich das alles anzusehen. Först 3 veckor senare kom Sjöfartsinspektionen ombord för att besiktiga skadan. Wir fahren zum staatlichen Seefahrtsamt Malmö, nur 20 Autominuten von Trelleborg entfernt. Und wir wissen definitiv, dass Diana-Kapitän Söder die Wahrheit gesagt und tatsächlich hier angerufen hat. Denn das steht in einem Untersuchungsbericht der Staatsanwaltschaft Malmö, den wir bei uns haben. Warum also gab die schwedische Seefahrtsbehörde keine Warnung heraus? Die Estonia könnte heute noch schwimmen. Warum sind sie nicht aktiv geworden? Warum nicht? Wir wurden nicht eingeschaltet. Es wurde nirgendwo vermerkt. Und wenn wir nichts wissen, können wir nichts tun. Wir haben davon erst nach dem Estonia-Desaster erfahren. Aber der interne Justizbericht sagt doch das Gegenteil. Kennen Sie dieses Papier? Do you know this paper? Yes, I've seen it, but you haven't seen my answer to this. What's your answer? Weiter Ausreden und Ausflüchte. Dann eine neue Version, der Wahrheit sehr viel näher. Another vessel. Maybe they have made telephone. Es kann ja sein, dass angerufen worden ist. Aber dann gab es keinen Report, sodass niemand von uns etwas aufgeschrieben hat. Es haben keine Alarmglocken geschrillt. To make any notes about it. That is, no alarm bells has been ringing. Die Behörde hatte also geschlafen. Keine Warnung an die Estonia wegen der viel zu schwachen Schlösser und Scharniere. Ihr Bugvisier riss ab. Es wurde gehoben und steht jetzt auf einem Fabrikgelände im südfinnischen Hankel. Hier trafen wir uns mit Experten der deutschen Meyer-Werft. Man sieht hier in den Schlingern eine ganze Menge Öl, was sich abgesetzt hat, und jede Menge Fußspuren. Das ist ein Indiz dafür, dass die Leute wohl öfters hier zugange waren und irgendeine Hydraulikleitung hat geleckt. Weiterhin sieht man eine ganze Menge Rost, also gestrichen wurde hier das letzte Mal sehr lange her. Aber allgemein kann man hier sagen, der Zustand ist sehr schlecht gewartet. Vernichtende Befunde der Experten von der Meyer-Werft. Der Bug sei schon vor dem Untergang verzogen gewesen. Gummidichtungen ausgerissen, elektronische Sicherungen an den Schlössern des Visiers abgebaut. Seit Monaten ermitteln die Meyer-Experten wie Kriminalisten. Die Werft lässt sich das Hunderttausende kosten. Dabei lenkt die Suche nach den Wartungsmängeln vom Wesentlichen ab, denn auch nach dem Verlust des Bugvisiers hätte die Estonia gar nicht sinken dürfen, wenn sie vorschriftsmäßig gebaut worden wäre. Dieser mehrere 100 Seiten dicke Ordner ist die Bibel für jede Werft. SOLAS, ein Ausdruck, den man sich merken muss. SOLAS, das international verbindliche Regelwerk für die Sicherheit auf Schiffen. Hier steht ganz präzise drin, wie Schiffe gebaut sein müssen und welche Sicherheitsstandards sie erfüllen müssen. Zur Demonstration haben wir in unserem Grafikstudio ein Modell von der Estonia, ein Computermodell, erarbeiten lassen. Gut zu erkennen, das durchgehende Autodeck, die gefährlichste Problemzone jeder Ro-Ro-Fähre. Bricht hier Wasser ein, dann kippt das Schiff um und sinkt. Umso wichtiger ist es,
dass jede Fähre das in Solas vorgeschriebene wasserdichte Kollisionsschott hinter dem Bugvisier hat. Denn reißt die Spitze ab, strömt trotzdem kein Wasser ein. Und dieses lebenswichtige Schott hat die Meyer-Werft nicht eingebaut. Stattdessen ließ sie die viel weiter vorne sitzende Autorampe als Kollisionsschott gelten. Und die ragte auch noch in einen Kasten auf dem Bugvisier hinein. Eine extrem gefährliche Konstruktion. Denn beim Abriss des Visiers wurde die Rampe zwangsläufig aufgerissen. Die Estonia stand im Sturm sperrangelweit offen. Wasser strömte ins Autodeck, 50 Zentimeter Höhe reichten, die Fähre kippte und sank in Minuten. Natürlich wollten wir ein Interview mit Werftchef Bernhard Meyer. Der aber lehnte, wann immer wir anfragten, ab. Stattdessen schickte er seinen Hamburger Anwalt Peter Holtappels vor. Holtappels schon am 16. Februar diesen Jahres in den ARD-Tagesthemen. Die Estonia ist gebaut worden für eine finnische Reederei, die das Schiff in den Küstengewässern Finnlands einsetzen wollte oder zwischen Finnland und Schweden einsetzen wollte. Und für diese Küstengewässer hat die finnische Sicherheitsbehörde, die dafür zuständig war, eine Ausnahmegenehmigung von den international üblichen Sicherheitsvorschriften für dieses Schiff gewährt. Und mit dieser Ausnahmegenehmigung hätte sie nicht auf hoher See fahren dürfen? Mit dieser Ausnahmegenehmigung hätte sie nicht außerhalb von 20 Seemeilen von der Küste entfernt fahren dürfen. An dieser Darstellung, das merkten wir erst später, stimmte so gut wie nichts. Die Meyer-Werft hatte damit aber in der Presse beachtliche Erfolge. Eine von vielen Schlagzeilen: Konstruktionsfehler sind nicht die Ursache des Estonia-Untergangs. Jetzt aber wird die Meyer-Werft durch ihre eigenen Papiere widerlegt. Dies sind bislang unveröffentlichte Konstruktionsbeschreibungen für die Estonia und für die Diana II. Und in diesen Papieren sicherte die Meyer-Werft sowohl für die Estonia als auch für das Schwesterschiff Diana II zu, die SOLAS-Regeln voll einzuhalten. Bei dem einen Schiff auf Deutsch, bei dem anderen Schiff auf Englisch. In den Werftpapieren kein Wort davon, dass die Schiffe nur für küstennahe Fahrt gebaut worden sind, wie es der Meyer-Anwalt jetzt dauernd behauptet. Im Gegenteil. Ausdrücklich heißt es, die Fähren würden für kurze internationale Fahrt gebaut, auf Englisch Short International Voyage. Das ist ein in der Seefahrt feststehender Begriff. Kurze internationale Fahrt, für den Laien vielleicht ein missverständlicher Begriff. Er besagt lediglich, dass das Schiff nicht über den Atlantik fahren darf. Ansonsten aber kann es überall auf den Meeren unbegrenzt operieren. Es darf nonstop 600 Seemeilen fahren und es darf sich bis zu 200 Seemeilen von der Küste entfernen. In der kleinen Ostsee also kann so ein Schiff überall fahren. Für kurze internationale Fahrt aber schreibt SOLAS unabdingbar das wasserdichte Kollisionsschott hinter dem Bugvisier vor. Und dieses Kollisionsschott hatte die Meyer-Werft weggelassen. Unsere nächste Station, der Hafen von Helsinki. Denn für Finnland war die Estonia, vormals Viking Sally, ja ursprünglich gebaut. In Sichtweite der Riesenfähren direkt am Hafen steht die finnische Seefahrtsbehörde. Die musste, wie es Vorschrift ist, das Schiff abnehmen. Und die Behörde merkte nichts. Die Estonia bekam ein uneingeschränktes Sicherheitszertifikat und damit die Fahrerlaubnis für die gesamte Ostsee. Unterschrieben von Jan Jansson, der noch heute im Seefahrtsamt Dienst tut. Den wollten wir fragen, warum er damals nicht gemerkt hatte, dass der Estonia das lebenswichtige Kollisionsschott gegen Wassereinbruch fehlte. Doch Janssen wurde vor uns versteckt. Nach anfänglicher Weigerung stellte sich der Chef der staatlichen Behörde zu einem verblüffenden Geständnis. Sie haben natürlich recht. Die Rampe als Kollisionsschott war weiter vorne platziert, als SOLAS es erlaubt hätte. So hätte man vielleicht kein normales Sicherheitszertifikat ausstellen dürfen. Ich habe darüber noch nicht viel nachgedacht. Ich weiß aber eins genau. Die Leute, die das Zertifikat ausgestellt hatten, wussten nicht, dass die Rampe als Kollisionsschott falsch platziert war. Aber der Beamte hat doch mit seiner Unterschrift ausdrücklich bestätigt, dass alle SOLAS Sicherheitsauflagen erfüllt sind. Soweit er es wusste. Zur selben Zeit in Hamburg. Vor den Bauplänen der Estonia, Meyer-Anwalt Holtappels,
und die von der Werft angeheuerten Experten. Ja, das sieht fast so aus, als ob es fast senkrechte Position ist. Ja. Jetzt wird der Spieß umgedreht. Nicht die deutsche Werft ist schuld, dass den Fähren das wesentliche Sicherheitsschott fehlte. Nein, die skandinavischen Behörden sind schuld, weil die es nicht gemerkt hatten und Meyers Schiffe in der Ostsee schwimmen ließen. Ich darf letztendlich darauf hinweisen, dass es Sache der nationalen Sicherheitsbehörde gewesen wäre, das zu beanstanden. Wir wissen inzwischen, dass die nationale Sicherheitsbehörde das gar nicht untersucht hat. Und ich gebe Ihnen unumwunden zu, dass Werften wohl in Zukunft von der Vorstellung ausgehen müssen, dass nationale Sicherheitsbehörden ihre Aufgaben nicht ordentlich machen und Vorkehrungen dagegen treffen müssen, dass Schiffe nicht missbraucht werden, wenn nationale Sicherheitsbehörden einen Fehler machen. Ist also diese Konstruktion, so wie sie gewählt worden ist, der Verzicht auf dieses Kollisionsschott an der Stelle immer in Übereinstimmung mit den Rädern gelaufen? Ja, sicher. Die wussten also, was für ein Schiff sie da bekommen? Die wussten ganz genau, was für ein Schiff sie bekamen. Ganz im Gegenteil, die bestanden ja darauf, dass die Fortsetzung des Kollisionsschotts nicht eingebaut würde. Und die nationalen Sicherheitsbehörden haben das so abgenommen. Ob die Reeder das wirklich alles wussten, das wollten wir überprüfen. Ein Platz mitten in Stockholm. Den finnischen Käufer der Estonia konnten wir nicht mehr finden. Hier aber wohnt der schwedische Reeder Karl Mürsten. Der hatte 1979 das Schwesterschiff, die Diana II, von der Meyer-Werft gekauft. Auch ohne Kollisionsschott, was die schwedischen Behörden ebenfalls nicht gemerkt hatten. Mürsten noch heute ein aktiver Geschäftsmann. Zum Interview war er ohne jedes Zögern bereit. An seine Diana II, längst als Mare Balticum verkauft, kann er sich noch sehr gut erinnern. Wussten Sie, dass dieses Schiff nur immer dicht an der Küste fahren durfte? Ich muss sagen, wenn wir Kontrakt getan hatten, war es selbstverständlich für SOLAS Bestimmungen für kurze internationale Fahrt oder in Englisch Short International Voyages gebaut. Und Sie wussten nicht, dass dieses Schiff ohne ein wasserdichtes Kollisionsschott, was über ein bestimmtes Deck hinausgehen musste, gebaut worden ist? Das weiß ich heute. Aber damals wussten Sie es nicht? Natürlich nicht. Was sagen Sie heute? Das war ja gebaut zum Vorschriften. Was sagen Sie heute? Kontrolliert bei der Werft und Bureau Veritas. Was sagen Sie heute, wo Sie es nun erfahren haben? Was soll ich sagen? Sind Sie enttäuscht? Was soll man sagen? Vielleicht. Bei der Diana II ist alles gut gegangen. 14 Jahre lang fuhr sie ohne das wasserdichte Kollisionsschott und mit der gefährlichen Bugkonstruktion. Erst dann wurde sie vorschriftsmäßig nachgerüstet, nachdem die Estonia gesunken war. Letzter Abschnitt unserer Recherche. Eine der wenigen guten Aufnahmen von dem Unglücksschiff Estonia. Erst hieß es Viking Sally, dann Vasa King. Im Januar 93 wurde die Fähre von den Finnen dann an den jungen Staat Estland verkauft. Somit war, wie bei jedem Flaggenwechsel, eine neue Überprüfung fällig. Eine neue Chance, den gefährlichen Konstruktionsmangel an diesem Schiff zu entdecken. Und wieder guckten die Experten weg. Wieder bekam die Estonia ein neues, uneingeschränktes Sicherheitszertifikat für die freie Fahrt in den Untergang. Mit Stempel von Bureau Veritas und Unterschrift vom Skandinavien-Repräsentanten der Organisation Hans Olsson. Bureau Veritas untersagte uns jedes Interview mit Olsson. So mussten wir nach Paris, in den hypermodernen Bezirk La Défense. In dem futuristischen Verwaltungsviertel steht inmitten monströser Glitzerbauten die Zentrale von Bureau Veritas. Führung durch den Vizepräsidenten Pierre Frey höchstpersönlich. Bureau Veritas, ein technischer Prüfungskonzern mit weltweit 6000 Beschäftigten. Die Estonia, so gibt Frey unumwunden zu, habe nicht das vorgeschriebene Schott gegen Wassereinbruch gehabt. Das aber hätten seine Leute bei der Routineüberprüfung nun wirklich nicht sehen können. Wer hat sich die Estonia angesehen? Prüfer von Bureau Veritas.
Und natürlich haben wir auch hier in Paris die Unterlagen geprüft. Und die haben nicht gesehen, dass die Estonia nicht das vorgeschriebene Schott hatte und dass sie kein normales Sicherheitszertifikat bekommen durfte? Nein, das haben sie nicht gesehen, bestimmt nicht. Aber hätten ihre Experten nicht prüfen müssen, ob die Fähre überhaupt zwischen Tallinn und Stockholm fahren durfte? Und jetzt die tollste Ausrede. Das steht in dem Zertifikat ja nicht drin. Da heißt es, kurze internationale Fahrt. Das bedeutet 600 Seemeilen. Die Tatsache, dass die Fähre die Ostsee befahren sollte, wurde in dem Zertifikat nicht vermerkt. Estonia, Estonia. Mayday, Mayday. Der Untergang der Estonia war kein Schicksalsschlag. Er war eine programmierte Katastrophe. Die Verantwortlichen sind bekannt, geständig aber ist keiner. Das Schiff war nach unserer Meinung in einem ausgezeichneten Zustand. Mit einem up-to-date Wartungssysteme. Ich vermag nicht zu sagen, dass der Meyer-Werft ein Verschulden beizumessen ist. Sie sollten Leute nicht vor Ende der Untersuchungen verurteilen. Es ist eine schreckliche Katastrophe. 900 Ertrunkene, schrecklich. Aber ich sehe überhaupt keinen direkten Fehler von irgendjemandem. I don't see any immediate fault from anybody. Bord der Estonia, die in dieser Nacht versank und 852 Menschen mit in die Tiefe riss. Ein Jahr nach der Tragödie hat die deutsche Untersuchungskommission herausgefunden, dass die Estonia hätte gerettet werden können. Grund genug für mich, Sirje Johansson am Jahrestag der Katastrophe erneut zu besuchen. Diesmal traf ich sie in Tallinn und dort wartete sie mit einer Überraschung auf. Estonia, Estonia. Mayday, Mayday. Mayday. I'm here, I'm leaving. Ich habe als Einzige überlebt. Meine Kollegen vom Restaurant sind ertrunken. Alle meine Kollegen und Freunde sind tot. Untergegangen, niemals gefunden. Nur diese 3 wurden tot geborgen. Meine beste Freundin Katrin war erst 16. Ich habe sie nie wieder gesehen. Estonia, what's going on? Can you reply? Mayday, Mayday. Sirje Johansson war Kellnerin auf der Estonia. Dass sie als eine der wenigen dieses schreckliche Unglück überlebt hat, kann sie bis jetzt kaum fassen. Heute auf den Tag genau wurde sie aus dem Krankenhaus der finnischen Hafenstadt Turku entlassen. Ich sah Kinder, die ihre Mütter verloren hatten und sich schreiend an der Reling festklammerten. Doch die kleinen Körper wurden einfach weggespült. Ich werde das nie vergessen können. Alte Menschen saßen weinend auf den Treppen und warteten auf ihren sicheren Tod. Als sich die Estonia im schweren Sturm auf die Seite legte, war für alle klar, dass die riesige Fähre versinkt. 2 Stunden nach dem SOS-Ruf sind Schiffe und Hubschrauber zur Stelle. Doch die aufgewühlte See ist gnadenlos. Nur 137 Menschen können, wie die Kellnerin Sirje Johansson, gerettet werden. Damals, vor einem Jahr, habe ich sie nach ihrer Rettung im Krankenhaus besucht. Da drüben liegt meine Rettungsweste. Die hat mir das Leben gerettet. Sagt sie überglücklich und zeigt: I putting this in my hair. Ich war schon im Bett, als es fürchterlich rumpelte. Meine Sachen flogen durch die Kabine. Raus hier, war alles, was ich denken konnte. Ich hatte nur Unterwäsche an, nahm die Rettungsweste und flüchtete auf den Gang. There was coming very quickly panic. It was very terrible. Es kam sofort Panik auf. Es war schrecklich. Irgendwie bin ich an die Reling gekommen und gesprungen.
Ich trieb im eiskalten Wasser, sah ein Schlauchboot. Ich wollte mich hochziehen, aber es klappte nicht. Da gab mir ein Mann im Schlauchboot seine Hand. Ich wollte sie greifen, ging aber unter. Ich ruderte wie wild mit meinen Armen. Und endlich kam ich ins Boot. Da waren 5 oder 6 Menschen drin, alles Erwachsene. Wir zitterten vor Kälte. Was ich noch weiß, sind die vielen Schreie, die ich hörte. Ja, dann wurde ich bewusstlos. 17 dicke Leitsordner, das ist das Ergebnis der Untersuchung zum Unglück der Estonia. Dafür wurden ausgewertet 9 Tonnen Schrott und 15 Stunden Unterwasservideos. Ich frage Peter Holtappels, was ist denn nun ursächlich verantwortlich für das Unglück der Estonia? Die Tatsache, dass das Visier, also der vordere Teil des Schiffes, durch Eisschäden und andere Schäden schwer geschädigt war und dass die Besatzung in einer seltsamen Art von Lethargie nichts getan hat, um das Schiff zu retten, obwohl es noch zu retten gewesen wäre. Das heißt, die Besatzung, die Offiziere, der Kapitän, haben die geschlafen? Sie haben eben einfach nichts getan, sondern sind mit Volldampf weiter gegen die 5 Meter hohen Wellen angedampft, obwohl das Visier schon abgebrochen war und wie alle Passagiere sagen, einen unglaublichen Lärm gemacht hat. Das Schiff hätte wirklich gerettet werden können. Das Schiff und 852 Menschen. In diesem Bewusstsein besuche ich Sirje ein Jahr nach der Katastrophe in ihrer Heimatstadt Tallinn in Estland. Die Schwimmweste, der sie ihr Leben verdankt, hat einen Ehrenplatz im Wohnzimmer. Ohne die wäre ich nicht mehr am Leben. Wir 2 hätten uns nie kennengelernt. Als ich vor einem Jahr in meine Wohnung kam, haben meine Freunde eine Party für mich gegeben. Sie wollten unbedingt, dass ich meine Schwimmweste anziehe. Sirje zeigt mir ihre Heimatstadt und dabei überrascht sie mich. Denn dass sie wieder als Kellnerin arbeitet, habe ich gewusst. Irgendwo in Tallinn halt. Aber nein, seit Februar arbeitet sie wieder auf einer Fähre, dem Schwesternschiff der Estonia, und fährt erneut die gleiche Route. Leben mit der Tragödie. Dabei hat ihr die Organisation Memento Mare geholfen. Es ist das Mahnmal, das Denkmal für die Opfer des Estonia-Unglücks in Tallinn. Dieser Platz hier wurde gewählt, weil er in unmittelbarer Nähe zum Meer ist, quasi im Blickfeld zum Meer, dort, wo das Unglück geschah. Und jeden Tag kommen Menschen hierher, um Blumen niederzulegen und um Kerzen anzuzünden. Neben mir steht Kersti Berendsen. Sie ist die Vorsitzende der Organisation Memento Mare. Ich frage Sie jetzt, was ist Ihre Hauptaufgabe? Dass wir da sind, Ansprechpartner für Überlebende und Hinterbliebene. Ich habe selber meinen Mann auf der Estonia verloren. Ich weiß, wie wichtig Menschen sind, mit denen man reden kann. Kersti, können Sie verstehen, dass eine überlebende Kellnerin jetzt wieder kellneriert, und zwar auf dem Schwesternschiff der Estonia? Ich bewundere ihre Courage, dort weiterzumachen, und ich verstehe das auch. Das war und ist ihr Leben auf dem Schiff. Aber es ist bestimmt nicht so einfach, wie es aussieht. Es ist immer noch sehr schmerzhaft, für jeden von uns. Es ist wichtig zu wissen, dass wir mit unserer Trauer nicht alleine sind. Feeling that you are not alone. Tallinn, der Heimathafen der Unglücksfähre Estonia. Seit dem Schiffsunglück brachen die Umsatzzahlen auf bis zu 50% ein. Vor allen Dingen auf der Todesfähre Tallinn-Stockholm. Kaum einer, der nicht darauf verzichten kann, fährt noch mit diesen Fähren. Auch Tagungen, die früher üblich waren von großen Firmen, werden nicht mehr wahrgenommen. Daher auch die aggressive Werbung der Fährunternehmen, die auch einen leicht makaberen Unterton hat, wenn ich einen solchen Satz lese wie: Fahren Sie mit der Fähre, ein unvergessliches Erlebnis, eine unvergessliche Erfahrung. Unvergesslich soll zumindest für mich die Fahrt nach Stockholm mit der Mare Balticum werden. Mit einem mulmigen Gefühl im Magen gehe ich an Bord. Die Fahrt soll die ganze Nacht dauern. Während Sirje die letzten Vorbereitungen in ihrer Bordküche trifft, begleitet mich Schiffsintendant Birn auf die Brücke. Die Reederei ist um Öffentlichkeitsarbeit bemüht, will zeigen, dass die Sicherheitsstandards erfüllt werden. Weil bei der Estonia die optische Scharniersicherung nicht funktionierte, hat man zusätzliche akustische Warnsignale installiert. Wichtigste Änderung jedoch: das Bugvisier ist vollständig zugeschweißt. Doch ein Blick an Bord zeigt, die Fähre ist menschenleer. Gerade mal zu einem Viertel gebucht. Sirje und ihre Kollegen haben wenig zu tun. Ja, es ist alles nicht mehr so, wie es vor dem Unglück war. Natürlich habe ich auch Angst. Vor allem, als ich wieder anfing, hier zu arbeiten. Es ist ja die gleiche Strecke wieder. Und schon in der ersten Nacht hatten wir wieder Sturm. Ich bin jetzt viel sensibler.
Achte auf jede Schiffsbewegung. Spüre, wenn das Schiff anfängt zu rollen und wie ich wieder nervös werde. Aber dann sind meine Kollegen da. Sie helfen mir über die Angst hinweg, lachen und scherzen mit mir, trösten mich. Es ist jetzt 12:30 in der Nacht. Die Mare Balticum, auf der ich mich befinde, überfährt gerade die Stelle, an der die Estonia vor einem Jahr sank. Damals tobte hier ein barbarischer Sturm mit bis zu 10 Windstärken und die Wellen türmten sich Meter hoch und es war wie jetzt pechschwarze Nacht. In 60 Meter Tiefe liegt das Wrack der Estonia, ein Seefriedhof mit 852 Toten. Schon jetzt ist die Stelle in der Ostsee offiziell zur Grabstätte erklärt worden. Endgültig soll sie im kommenden Jahr mit einer Betondecke als letzte Ruhestätte versiegelt werden.